Moin Leute, willkommen zum dritten Teil vom Gear Talk. Heute habe ich mir den Toni eingeladen und ihr feiert das Format ja übelst geil. Lasst mal einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann fangen wir mal an. Toni, stell dich doch mal vor. Hi, ich bin der Toni, viele kennen mich ja, 29 Jahre jung und spiele beim Projekt Phoenix, ein russisch angehauchten Airsoft-Team. Okay. Ja. Und wie lange spielst du schon Airsoft? Mit Unterbrechung 16 Jahre. 16 Jahre? Ja. Also so wie wir so fast. Ja. Früher angefangen ja, mit Springen und so. Ja. so Im Wald. Im Wald, wie man es halt noch früher konnte. Ja, okay. Und was ist dein Spielstil, wenn du jetzt spielst? Eine Mischung aus, ich gehe gerne zum LARP, also da AS-LARP und mache auch viel mit meinem Team Milsim. Okay. Na? Okay, gut. Dann kommen wir zu den Waffen. Gut, Stell uns doch mal vor, was du mitgebracht hast. dann fangen wir mal mit der ersten Backup an. VFC G17 Deluxe, mittlerweile mit Speedblades und nicht wundern, ist Gasmagazin drin. Ja, bin sehr zufrieden mit der. Dann haben wir noch einen Hater-Revolver für alle Notfälle. Der geht eigentlich immer, der lässt mich nie im Stich. Den haben wir letztens beim Krenter schon gesehen, in der letzten Folge. Genau, Ja. den hatten wir zusammen gekauft. So, dann AEP. Geht? Ja, geht grob. So, AEP, Tokyo Marui G18C war es einmal. Mittlerweile hat es einen 3D-gedruckten G34-Schlitten mit RMA-Aufnahme, Jinhai-Motor und wie man sieht, langen externen Batterieanschluss für große Akkus. Weil das einfach. Ist das dasselbe wie was der Finch hat? Das weiß ich glaube, es kommt aus derselben Quelle. Es wird nicht viel mehr gekostet haben. Okay. So, was haben wir noch? Meine neueste Errungenschaft für CQB, KWA MP9. Noch nicht ausprobiert, aber ich bin sehr gespannt drauf. Vollauto? Nee, ist ja geäfft, ist ja Gas. Ah, okay. Na, gerade fürs Wand-CQB-Kit, was ich heute hier vorstellen will, ist das natürlich ideal. So, dann kommen wir mal zu den größeren Kniften. Erstmal hier meine PB19. Alle Anbauteile sind natürlich nach deutschem Recht entsprechend. Ne? Die spiele ich eigentlich mittlerweile am liebsten. Okay. Das ist so. Aber das ist wie's- deine Hauptwaffe aktuell. Ja, eigentlich ist alles meine Hauptwaffe. Okay. Ne, also je nachdem, auf was man gerade Lust hat und manchmal wechselt man auch einfach zwischendrin, weil ich denke, heute mal was anderes. Was hast du für ein Visier oben drauf? Ein T1-Klon Ah. mit Markings, Ja. hat schon 8 Jahre hinter sich, Ja. aber lebt immer noch. Und das ist- dieser fette Schalldämpfer vorne oder Mündungsverdämpfer, für was ist der denn da? Also was ist der Sinn dahinter? Noch hat es keinen Sinn, aber mein größeres, In Real Steel? ja, da ist es ein Schalldämpfer. Also Schalldämpfer. No. Okay. Aber mein Ziel wird es irgendwann da rein, mal eine Tracer-Unit zu zimmern, Ah, beziehungsweise zimmern zu lassen. okay. Gerade dann für AS-Lab als Mündungsfeuergenerator. Okay. Na? Und das Magazin ist aber auch ganz. Ja, das ist ja in 9x19. Ah, okay. Na, das ist quasi die russische MP5, könnte man übertrieben Okay. sagen. So, dann meine ehemalige AKMS. Da hat natürlich kein reelles Vorbild. Das Vorbild ist, oder beziehungsweise das Vorbild ist auf der Zenitco-Seite als Werbebild. Ja. Und das fand ich so geil, dass ich mir das nachbauen musste. Na, also mit den ganzen Rails und dem Werfer und na, Okay. ist auch überhaupt Welche nicht. Hersteller sind das? Also die Waffe an sich ist LCT. Ja. Das ist das Obergehäuse ist von TWI. Die untere Rail ist von 5KU Ja. und das ist, glaube ich, auch 5KU. Und das Dings da oben, das Laserdings, ist bestimmt mit einem 3D-Drucker? Genau. Ja. Na, das ist genau wie beim Krenter. Wir haben es in derselben Charge bestellt von einem Kumpel und es sieht einfach nur geil aus. Okay. Ja, und der Werfer, den kriegt man ja leider nicht mehr in GP30 oder nur schlecht, nur gebraucht, ist von King Arms. Hast du irgendwas an deinen Waffen gemacht? Also MOSFET rein oder Lauf? Oder?
Die hatte ein MOSFET, mittlerweile ist aber, also es ist eine 2019er Version, mittlerweile hat es aber einen Titan drin. Ja. Und läuft seitdem auch sehr, sehr gut. Okay. Na? Und jetzt das letzte, was ich mit habe. Meine SVU. Ja, das ist halt eine verkürzte SVD. Geht sehr gut. Kenne ich aus DD. Ja, nur das muss halt noch ein bisschen was gemacht werden. Okay. Die ist noch relativ stock. Okay, Na? gut. Dann stellen wir mal die Kamera weg. Und dann kommen wir dann zum Gear. Bauen wir das jetzt auf und Ja. dann sehen wir uns dann wieder. Die Gear ist aufgebaut vom Toni und dann fragt man jetzt gleich mal, was hast du für einen Tarn? Ich habe jetzt mir neu angeschafft Atex. Ja. Die russische Variante. Ist eigentlich wie Atex FG. Bin ich sehr zufrieden mit. Der Anzug ist auch gut. Wie gesagt, neu. Welcher Hersteller ist es? Das müsste, glaube ich, Bars sein, Bars. soweit ich weiß. Ist es direkt aus Russland wahrscheinlich. Ja, auch vom Grey Shop wie Krenter viel Ja, okay. bezogen. Aber mit dem bin ich bisher zufrieden. Ja. Na, wird vielleicht noch mal irgendwann ausgetauscht, aber momentan. Und das ist jetzt eine Special-Uniform oder ist das einfach so Nö, das ist einfach nur, wie die BDU von Amis oder? ja, im Endeffekt. Na, Ja. Ist jetzt nichts irgendwie. Was hast du für geile Patches dran? Patches, eine ganze Menge, weil ich eigentlich immer mit dem Maschinengewehr rumgerannt bin auf dem LARP. Deswegen habe ich eine schwere Kröte. Ja. I Love AK. Für meine PB19, den habe ich von Krenter gekriegt. Und Bleardman. Ah, okay. Ja, gut. Dann, Ja. Mit was willst du anfangen? ich würde jetzt mal als erstes meine Weste. Die ist von Stichprofi. Ja. Ach so, was wir noch vergessen haben. Tust du irgendwie Reactment machen oder orientierst du dich an irgendwelchen Einheiten? Ich orientiere mich mit dem Gear an SOBA-Einheiten, an russischen Ja. Spezialeinheiten. Aber es wird kein Reenactment dafür. Das brauche ich nicht. Okay. No? Ja, dann stell mal deine Weste vor. Eine Defender 2 im neuen Schnitt von Stichprofi. Das Groinpad ist von wem? Von Ars Arma. Leider, obwohl da stand, gleiche Farbe, wie man sieht, nicht. Wie man sieht, nee, das haut gar nicht Hinten hin. mit schönem großen Sober-Patch. Ja. Sober ist jetzt was für eine Einheit direkt? Eine russische Polizeispezialeinheit, so in der Als Richtung. vergleichbar mit unserem SEK oder? Ja, oder GSG in der 9? Richtung. In der Richtung, ja. Das lässt sich ja immer, also finde ich bei russischen Einheiten immer schwer sagen. Okay. Na, gut, da haben wir das durch. Dann würde ich als nächstes mal mein Battlebelt machen. Habe ich mir auch neu angeschafft von Vortech. Ja. Hat einen Soft Innerbelt. Okay, also den klebst du praktisch fest. Ja, genau. Ich habe den Innerbelt als normalen Gürtel drin und mache den dann mit dem Hakenklett, der an Battlebelt an sich ist, dran. Ja. Bisher hatte ich keine Probleme damit, ist nicht gerutscht, gar nichts. Echt super. Habe jetzt hier zwei Pistolenmagazintaschen von Tasmanian Tiger. Die sind noch aus meiner Ami-Zeit. Mit denen bin ich eigentlich auch sehr zufrieden gewesen, aber die werden natürlich noch mal irgendwann umgestellt auf Russisch. Ja. Genauso wie der Dump Pouch. Dump Pouch, der Roll-Up. Ist schön groß, ich kriege alles rein, ist auch von Tasmanian Tiger. Dann Vortech, mein First Aid Pouch von Vortech. Super zufrieden. Ich habe ein komplettes Kfz Sunny Kit reingekriegt. Sieht zwar ein bisschen aus wie aufgequollen, aber ich habe alles drin. Okay. Ja. Dann kommt hier ein No-Name-Pouch nochmal als Not für die Pistole. Gerade fürs CQB Wandgear sehr wichtig. Als nächstes habe ich, braucht man ja immer mal, wenn es zum Mittagessen geht, ein russisches Multitool mit einem Zifra-Pouch. Hatte ich mir mal mitbringen lassen aus Moskau. Okay. Super zufrieden. Nehme ich auch meistens für die Arbeit. Ein Dummy-Messer aus Gummi. Schön flexibel. Ja. In einer Vortex-Scheide. Passt gut ran, auch in Atex.
Ja, warum soll man es nicht mitnehmen? Ne? Genau. Genau. So, und jetzt mein Holzer, das war mein letzter Schuss, den ich für die Gier gemacht hatte momentan. Auch in ATEX von Stichprofi. Ich finde ihn super, vor allem ich musste nicht in Russland bestellen, ich habe ihn auf Amazon gefunden. Ah, okay. Und das war für mich Richtig. ein großer Pluspunkt Ja, gerade. auf jeden Fall. Ja, gut. Jetzt hätten wir das durch. Dann gehen wir mal weiter. Eine ganz normale Sturmhaube, auch in ATEX. Für meinen kleinen zarten Helm. Der ist sau schwer, Leute. In Habt keine TIG 77 Nachbau. Der hat, ich nutze drunter meistens keine Brille, also keine nicht optische Brille, weil ich habe 15 mm Plexiglas. Also ich habe bisher noch nichts gefunden. Wir hatten davon mehrere Scheiben gemacht, haben das auch mit dem Luftgewehr ausprobiert. Ja, damit Spitzdiabolus und 7,5 Joule kommst du dann irgendwann durch, aber das wäre man ja selten damit im Airsoft beschossen. Eigentlich nie, ja. Dann noch eine Flora, ein Flora-Helmüberzug, der noch mal getauscht wird. Das ist jetzt nur momentan noch von meiner alten Gier. Gegen ATEX dann? Also, Vermutlich oder in Oliv, das werde ich noch Okay. sehen. Ja. Na, und ist halt auch sehr bequem. ja, das sieht Innen aus. vom Polster bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Der begleitet mich jetzt auch schon seit, ich glaube, 6 Jahren. Einwandfrei. Super. So, und jetzt kommt eigentlich das Letzte, bevor wir zum ganz großen Schweren kommen. Das ist schon mal das Tragegestell fürs Wand von Stichprofi. Das ist momentan noch im Aufbau. Wollen wir mal kurz stoppen, dass ich das mal einschätze? Alles gut. Ich will Okay. okay. machen. So, da haben wir hier für die PP19, weil ich die dann als, nennen wir es Backup, wenn ich das Wand weglege, habe ich hier meine neuen Magazine für die PP19. Ja. Alle drinne. Ich komme auch einigermaßen gut ran. Zur Not habe ich hier von Blackhawk momentan noch einen Waffenhalter, wo ich die PP19 reinhängen könnte. Ich habe es noch nicht probiert, weil das Ding ist für Real und es ist ultra steif. Okay. Ne? Dann hier nochmal für die, ich nenne es mal Notversorgung, wenn man mal Hunger hat. Ja. Oder für Rauchgranaten oder sowas. Nochmal Tasmanian Tiger Pouch und nochmal ein No-Name Magazin Pouch. Okay. Ne? Ja, dann Das kommen wir ist- jetzt zu dem fast wichtigsten Ausrüstungsteil in Jedenfalls diesem bei Setup. dem hier, da haben wir hier das Wand. Es wiegt circa zwischen, naja, ich sag mal 13 und 16 Kilo. Die Kamera ein Stück zurück. Hat einen Oberschenkelschutz, der ist sehr geil. Glas, es ist bisher noch nichts durchgekommen, ich habe es schon oft genutzt. Ich habe hier ein funktionierendes Licht dran mit LED, leider ist der Akku gerade, es wird ganz normal mit 11.1er Akku betrieben Okay. und hat auch Strobo zur Not. Aber Super oben mal Schild. bei deinem Schild hast du, ging es gerissen, oder? Kann das sein? Ja, das ist mir gerissen beim letzten Resistopia, beim AS-Lab. Und da ist jemand drangekommen und da ist es umgefallen. Ah, Und da hatte das Glas so viel Spannung, dass es gesprungen ist. ärgerlich. Ja, aber es funktioniert noch, es hält noch. Damit bin Ist ich. das jetzt ein Originalschild? Nein, das ist Nein. ein Nachbau, definitiv. Nachbau. Also Und was hast du bezahlt für das Teil? viel Geld. Okay, cool. Nee, also alles im Allen, ich glaube so um die 500. 500. Ja. So Okay. mit Zeug bestellen und bauen und bla und hier und da und. Ne? Okay. No. Ja, gut. Dann tun wir jetzt mal schnell das Gear runternehmen und tun dein zweites Gear noch schnell zeigen. Den Rest davon. Genau. Ja, willkommen zurück. Wir haben jetzt das andere Setup noch, also was jetzt aufgebaut. Das ist im Endeffekt, der Helm bleibt gleich, der Gürtel bleibt gleich, der Belt. Die Weste hier, die grüne bleibt gleich. Was neu dazugekommen ist, ist dieser... Das ist von Anna, auch eine russische Marke, ein Nachbau vom Tasmanian Tiger MK2. Okay.
Heißt auch Anna MK2. Ich finde fantastisch. Das Tolle ist, du hast 2 große Seitentaschen. Ja. Da habe ich mein Trinken, meine Warnweste drin. In der anderen Rauchgranaten oder BBs. Ja. Ich kriege hier hervorragend meine PP19-Magazine, 2 bis 3 Stück rein. Beziehungsweise 2 AK-Magazine. Ja. Dann habe ich hier noch an die zweite Außentasche einen Pouch dran gemacht, wo ich leere Magazine reinschmeiße. Ist noch nicht die Ideallösung, aber momentan gut. Hier hinten in der Tasche habe ich noch meinen Funk drin. Normalerweise auf deutschen Spielen in Midland G9 Ja. mit so einer 0815 Drücke. Okay. Ich bin damit bisher sehr zufrieden. Und hier vorne noch ein normaler Admin-Pouch dran. Der ist jetzt auch nur so rot, weil ich vor 4 Jahren auf dem Resistopia 1 Kunstblut drin hatte Okay. und bin gestürzt. Deswegen sieht das aus, als hätte ich mich ausgeblutet. Ja. Okay. Was hast du für Schuhe an? Das habe ich ganz vergessen zu fragen. Schuhe habe ich entweder Hanwag Wanderstiefel an, beziehungsweise Columbia Wanderschuhe. Okay. Die Wanderschuhe trage ich lieber, weil sie luftiger sind und ich guten Halt damit habe. Ja. Ne? Okay. So im Endeffekt war's das. Dann haben wir das Ski jetzt vorgestellt und kommen jetzt nun zur letzten Frage. Was planst du noch anzuschaffen? In naher Zukunft, in ferner Zukunft? Ui. Eigentlich momentan bin ich relativ fertig. Was ich noch ändern will, ist beim Belt. Ich habe einen Fangriemen an der Glock. Den würde ich gerne tauschen gegen den Rear Steel, weil der momentan ist zu schwach. Okay. Und sonst halt nur Pouches Okay. eigentlich. Wunschlos glücklich aktuell. Ja, Ja. Und welches Setup spielst du jetzt? Weil gerade bei dir finde ich das, also was spielst du am meisten? das lässt sich schwer sagen. Schwer sagen. Das kommt halt sehr drauf an, weil du wisst ja selber, oder ihr wisst ja selber, dass ich auch mal hier Juggernaut spiele oder meistens es lohnt sich selten das Wandkit. Weil da muss man wirklich viel CQB haben, weil Ja, es das einfach stimmt. schwer ist und man halt wie ein Elefant langsam vor sich her muss. Ja. Meistens eigentlich eher normal mit meiner PP19 und Glock und damit bin ich meistens unterwegs. Ja. Gut. Ja, dann haben wir jetzt alles durch. Dann zieht der Toni das jetzt nochmal alles an, zeigt mir das nochmal im Detail und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Toni hat jetzt alles angezogen. Ich finde das irgendwie, also wie viel Kilo wiegt das jetzt insgesamt? Was schätzt du? Genug. Genug. Okay, genug, wir bleiben bei genug. Gucken wir uns das mal im Detail an. Also er braucht auch einen zweiten Mann, um das anzuziehen. Ja, zumindest um das Schild richtig einzuhängen. Es geht theoretisch alleine, aber man kann es sich sehr leicht machen. Mach mal das Visier kurz runter. Ah, das ist schon heftig, wie das aussieht. Dort ist deine, wie hieß? Meine MP9. Ja, genau. Das Schild. Mach mal das Licht an. Ah, die Akkus sind leer. Ja, genau, hier schön Strobo. Dort kommst du schön an die Magazintaschen ran, so wie ich das sehe. Ne? Ne? Also es ist alles machbar. Es ist zwar beschränkt, aber Ja. man ist damit eh langsam und kann nicht alleine unterwegs sein. Das auf jeden Fall. Also du bist dann das Schutzschild für dein Team praktisch, was Genau. hinter dir herläuft. Und Ja. genau. Dort noch die Dump-Pouch, da kommst du auch gut ran. An den Medic-Pouch kommst du wahrscheinlich jetzt gar nie Nee. ran, gehe ich mal davon aus. Der ist, Also dann, der ist, der ist wirklich nur dann abwerfen schnell. Ja. Oder ein Teamkamerad nimmt das. ja, Genau. besser man hat mit als, Als man als nie. genau. Dann sind wir durch mit dem Video. Ich bedanke mich bei dir, Toni. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Interesse habt am Gear vom Toni, dann schreibt in die Kommentare, schreibt ihm eine PN beim ASVZ. Wie heißt du da? Genau, Toni. Toni. Toni, genau. Sonst findet ihr bei mir in der Freundesliste. Und dann bedanken wir uns bei euch und wünschen euch einen schönen Tag. Vergesst das Abo nicht. Und damit, ciao. Ciao. Servus, Leute. Willkommen beim Gear Talk. 3. Folge mittlerweile schon. Ihr feiert das Format übelst geil. Und wenn ihr weiter Folgen sehen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Mama.
Willst du erstmal dein Konzept durchsprechen? Nee, Was das du muss sagen willst? einfach so. Das ist dann doof, dann denkst du dir irgendwas aus und dann kommt es doch wieder anders. Das ist immer das Problem. Ja. Moin Leute, willkommen beim dritten Teil vom Gear Talk. Heute habe ich mir eingeladen den Toni. Ach nee, warte mal, wie? Was? Toni. Toni. Ja, Toni. Okay, gut, verdammt. Nochmal. Take 3. Moin Leute, heute... Jetzt ist der Wurm drin. Ja. So, nochmal tief durchatmen. Ja. Moin Leute. Warte mal, ich muss gucken, ob die Kamera überhaupt aufnimmt. Ja, Die macht auf jeden die Fall ganze was. Zeit. So, jetzt. Verdammt. Man sollte nicht 2 an einem Tag drehen davon.